Es war ein ungewöhnlich klarer Apriltag, als Familie Weber, Markus, seine Frau Elena und die kleine Tochter Mia in ihr neues Zuhause am südlichen Stadtrand von Berlin einzog. Das alte dreistöckige Haus mit dem verwitterten Ziegeldach war ein echtes Schnäppchen gewesen. Ein kleiner Garten im Hinterhof, ein paar Obstbäume, genug Platz für ein Hochbeet und eine Kinderschaukel. Es schien perfekt für einen Neuanfang. Das Haus ist zwar alt, aber es hat Charakter, hatte Markus gelächelt, als sie es das erste Mal besichtigten. Die Böden knarrten, die Wände waren stellenweise rissig, aber es hatte eine warme, heimelige Atmosphäre. Ganz anders als die anonymen Mietwohnungen, die sie bisher kannten. Die ersten Tage verliefen fast wie im Bilderbuch. Sie renovierten die Küche, strichen das Wohnzimmer neu, stellten einen Strauß gelber Tulpen auf den Esstisch. Abends kuschelten sie sich gemeinsam auf das Sofa, lachten bei alten Filmen, während der Wind durch die Fensterläden strich. Es fühlte sich an, als hätte das Haus nach Jahren des Schweigens endlich wieder Stimmen, Licht und Leben bekommen. Doch dann, kaum eine Woche später, geschah etwas Merkwürdiges. Zuerst war da ein Geruch, leicht, kaum wahrnehmbar, wie feuchte Erde oder etwas Verfaultes. Sie dachten an die alten Rohre, an Staub oder vielleicht ein totes Tier irgendwo in der Wand. Doch mit jedem Tag wurde der Geruch stärker. Und er kam nicht aus dem Keller, nicht aus der Küche, sondern ganz gezielt aus einer einzigen Wand im Wohnzimmer. Markus versuchte es mit Duftkerzen, Elena mit Essigwasser. Nichts half. Und je näher man der Wand kam, desto durchdringender wurde der Gestank. Mia weigerte sich sogar, noch in dem Raum zu spielen. Und so begann ein Unbehagen zu wachsen. Leise, schleichend, wie eine dunkle Vorahnung. In den folgenden Tagen wurde aus dem seltsamen Geruch ein ständiger Begleiter. Es war nicht mehr nur ein flüchtiger Hauch, sondern ein dumpfer, modriger Gestank, der wie ein schwerer Schleier im Wohnzimmer hing. Und das Merkwürdigste daran, er blieb lokal begrenzt, kam ganz eindeutig aus einem bestimmten Wandabschnitt, direkt hinter dem alten Bücherregal. Markus rückte das Regal zur Seite und klopfte mit den Knöcheln gegen die Wand. Der Klang war dumpfer als an den anderen Stellen. »Vielleicht ein Hohlraum dahinter«, murmelte er. Elena stand daneben, die Stirn in Falten gelegt. »Es riecht nach Verwesung«, sagte sie leise. Und dieses Wort ließ den Raum plötzlich noch kälter erscheinen. Sie riefen zunächst einen Klempner. Der prüfte die Leitungen, fand aber nichts. Keine Undichtigkeiten, kein Schimmel, keine toten Tiere in den Schächten. Dann kam ein Kammerjäger. Auch er konnte keine Ursache finden. Niemand hatte eine Erklärung. Doch der Geruch blieb. Und er wurde immer intensiver, beinahe körperlich spürbar. Mia bekam nachts Albträume. Sie erzählte, dass sie Schatten im Wohnzimmer sah und eine Frau, die hinter der Wand weint. Elena versuchte sie zu beruhigen, sagte, das seien nur Träume. Aber selbst sie begann nachts wach zu liegen, das Gefühl nicht loswerdend, dass das Haus ihnen etwas sagen wollte. An einem besonders kalten Abend, als ein Gewitter aufzog und der Wind ums Haus pfiff, hörten sie plötzlich ein dumpfes, kratzendes Geräusch, genau aus dem Abschnitt der Wand, aus dem der Geruch kam. Es war nur für ein paar Sekunden, aber es reichte aus, damit Elena und Markus sich schweigend anschauten. Etwas stimmte hier ganz und gar nicht. Und so begann Markus, sich bei den Nachbarn umzuhören. Vielleicht hatte jemand früher etwas Seltsames erlebt oder wusste mehr über die Geschichte dieses Hauses, das nun wie ein stummer Zeuge dunkler Geheimnisse wirkte. Am nächsten Morgen, als Markus Müll rausbrachte, begegnete er Frau Meißner, eine ältere Dame, die seit über 30 Jahren im Haus gegenüber lebte. Mit freundlichem Lächeln, aber wachsamen Augen fragte sie: »Und, wie gefällt Ihnen das neue Zuhause?« Markus zögerte. Dann, fast beiläufig, erwähnte er den Geruch. Frau Meißners Lächeln gefror für einen kurzen Moment. Ihre Stimme wurde leiser. »Dieses Haus hatte eine seltsame Geschichte. Ich hatte gehofft, Sie würden es renovieren und das alles hinter sich lassen.« Als Markus nachfragte, seufzte sie schwer. »Vor etwa 7 Jahren wohnte hier eine junge Frau. Anja Keller hieß sie, glaube ich. Sehr ruhig, zurückhaltend. Eines Tages war sie einfach verschwunden. Ihr damaliger Freund sagte, sie sei ausgezogen. Aber sie hat nie etwas mitgenommen. Keine Möbel, keine Kleidung, nicht einmal ihre Katze.« Markus runzelte die Stirn. »Und niemand hat sie je wieder gesehen?« »Nein«, antwortete Frau Meißner.
und blickte zum Fenster des Wohnzimmers, als würde sie etwas Unausgesprochenes spüren. Wir haben die Polizei gerufen, aber ohne Hinweise, ohne Leiche, konnte man nichts tun. Der Freund zog ein paar Monate später aus und das Haus stand lange leer. Bis jetzt. Zu Hause erzählte Markus alles seiner Frau. Beide saßen schweigend auf dem Sofa, während der Gestank wieder in ihre Nasen stieg. Wie eine Erinnerung, die sich nicht unterdrücken ließ. Elena googelte den Namen Anja Keller. Und tatsächlich, sie fand einen alten Artikel mit einem verblassten Schwarz-Weiß-Foto. Junge Frau aus Lichtenrade spurlos verschwunden, Polizei tappt im Dunkeln. Im selben Moment hörten sie Mia oben schreien. Sie eilten die Treppe hinauf. Mia stand weinend im Flur, zeigte auf das Wohnzimmer unter ihnen und flüsterte: »Mama.« Die Frau hinter der Wand war wieder da. Sie hat meinen Namen gesagt. Nach Mias verstörender Aussage war für Elena der Punkt erreicht, an dem sie nicht länger abwarten konnte. »Ich will wissen, was hinter dieser Wand ist«, sagte sie fest. Markus stimmte zu, wenn auch mit schwerem Herzen. Noch am selben Tag riefen sie einen befreundeten Bauingenieur, Jens, der sich bereit erklärte, sich die Wand genauer anzusehen. Jens erschien mit einem tragbaren Scanner, der Hohlräume und unregelmäßige Dichten im Mauerwerk aufspüren konnte. Als er das Gerät über die betroffene Stelle führte, runzelte er die Stirn. »Hier stimmt was nicht. Die Dichte ist komplett anders als beim Rest der Wand. Es sieht aus, als wäre dieser Abschnitt nachträglich zugemauert worden.« Mit Handschuhen und Meißel begannen sie vorsichtig, die erste Schicht Putz zu entfernen. Darunter kam tatsächlich eine andere Art von Mörtel zum Vorschein. Frischer, heller, ungleichmäßiger. Jens flüsterte: »Das hier ist keine Originalwand. Jemand hat das absichtlich verschlossen.« Der Gestank wurde schlagartig stärker. Elena hielt sich die Nase zu, Mia wurde in den Garten geschickt. Nach einer knappen Stunde hatten sie eine Öffnung, groß genug, um hindurchzusehen. Dahinter ein schwarzer Plastiksack, verknotet mit Klebeband umwickelt. Er war feucht und schien schwer. »Oh Gott«, murmelte Markus. »Nicht, bitte nicht.« Mit zitternden Händen rief Elena die Polizei. Als die Beamten eintrafen, wurde der Bereich sofort abgesperrt. Die Spezialisten der Spurensicherung öffneten vorsichtig den Sack, und das, was sie darin fanden, ließ den Atem aller im Raum stocken. Ein menschlicher Körper. Oder das, was davon noch übrig war. Skelette mit noch anhaftendem Gewebe, Kleidungsreste und ein silbernes Medaillon um den Hals, in das ein Name eingraviert war: Anja. Elena wich zurück, Tränen in den Augen. Mia stand im Türrahmen und flüsterte: »Ich hab's euch gesagt. Sie war da.« Die Gerichtsmedizin bestätigte wenige Tage später das, was alle bereits geahnt hatten. Die sterblichen Überreste im Plastiksack gehörten zu Anja Keller, vermisst seit dem Sommer 2018. Die DNA-Analyse war eindeutig. Sie war die Frau, die vor 7 Jahren spurlos verschwand und die all die Jahre in der Wand des eigenen Wohnzimmers eingeschlossen war. Die Polizei rollte den alten Fall neu auf. In den Akten fand sich ein Name, der wieder in den Fokus rückte: Leon Martens, Anjas damaliger Lebensgefährte. Damals hatte er ausgesagt, Anja habe ihn plötzlich verlassen. Es habe Streit gegeben, ja, aber sie sei einfach gegangen, ohne ein Wort, ohne etwas mitzunehmen. Die Beamten erinnerten sich jedoch an gewisse Ungereimtheiten. Anjas beste Freundin hatte damals ausgesagt, dass Anja sich eingeschüchtert gefühlt habe, dass Leon aggressiv wurde, wenn sie ihm widersprach. Es gab Hinweise auf psychische und körperliche Gewalt, aber keine handfesten Beweise. Leon war nach dem Verschwinden schnell ausgezogen. Er verkaufte das Haus zu einem Preis weit unter Marktwert an eine Firma, die es nach Jahren des Leerstands schließlich an die Familie Weber vermittelte. Seitdem hatte niemand mehr nach Anja gesucht. Doch nun, mit einer Leiche, einem klaren Fundort und einem alten Verdacht, wurde Leon offiziell als Verdächtiger geführt. Die Polizei begann mit der Überprüfung seiner letzten bekannten Aufenthaltsorte. Und was sie fanden, ließ einen kalten Hauch durch die Akten wehen. Leon hatte seinen Namen geändert, war unter falscher Identität nach Sachsen gezogen und arbeitete dort inzwischen unter neuem Namen als Handwerker. Ein Mann, der scheinbar versuchte, sich ein neues Leben aufzubauen. Ein Leben, das auf einem düsteren Geheimnis gebaut war, hinter einer Wand aus Ziegeln, Staub und Verwesung. Während die Polizei seine Spur verfolgte, tauchten nach und nach weitere Details über Leon Martens auf.
Details, die bis dahin niemand ernst genug genommen hatte. Noch bevor er mit Anja zusammengezogen war, hatte es bereits mehrere Beschwerden gegen ihn gegeben. Wegen Belästigung, Bedrohung und eines mutmaßlichen Angriffs auf eine Ex-Freundin in Köln. Doch in keinem der Fälle kam es zu einer Anklage. Die Betroffenen zogen ihre Aussagen zurück, aus Angst oder aus Scham. Anja selbst hatte, wie die Ermittler nun herausfanden, kurz vor ihrem Verschwinden mehrere Mails an eine Beratungsstelle für häusliche Gewalt geschrieben. Darin beschrieb sie ein Leben in ständiger Anspannung. Leon sei kontrollierend, jähzornig, habe sie mehrmals eingesperrt, wenn sie frech gewesen sei. Sie schrieb: Er sagt, ohne ihn bin ich nichts, aber ich habe Angst, was passiert, wenn ich wirklich gehe. Die letzte Mail kam am 4. Juni 2018. 2 Tage später meldete sich Anja krank. Und dann war sie weg. Auch Nachbarn bestätigten, dass es häufig laut wurde in dem Haus. Geschrei, klirrendes Glas. Einmal habe jemand aus dem Fenster gerufen. Doch Leon habe nur geschrien, alles sei in Ordnung. Dass Anja wieder übertreibt. Niemand griff ein. Was besonders verstörend war: Als Leon damals befragt wurde, war er ruhig, kontrolliert, fast kühl. Kein Zittern, keine Trauer, nur die wiederholte Aussage: Sie hat mich verlassen, ich weiß nicht wohin. Jetzt, mit dem Fund der Leiche hinter der Wohnzimmerwand, wirkte diese Aussage wie ein Zynismus, als hätte er sich sicher gefühlt, überzeugt davon, dass das, was er getan hatte, niemals ans Licht kommen würde. Doch er hatte eines nicht bedacht: dass ein einfacher Geruch, etwas so Menschliches, so Natürliches wie Verwesung, nach Jahren doch noch die Wahrheit ans Tageslicht tragen konnte. Während die Spurensicherung das Wohnzimmer weiterhin untersuchte, fiel Elena ein kleiner, kaum beachteter Spalt an der Decke des oberen Flurs auf. Eine Luke, die zum Dachboden führte. Neugier und ein leises Drängen in ihrem Inneren ließen sie die ausklappbare Leiter holen. Markus stieg zuerst hinauf. Der Dachboden war staubig, von Spinnweben durchzogen. Zwischen alten Zeitungen und leeren Kartons fand er schließlich eine verblasste Schuhschachtel, sorgfältig mit Schnur verschnürt und in eine alte Decke gewickelt. Darin ein kleines, in Leder eingebundenes Notizbuch und ein Foto von Anja Keller. Sie lächelte, hielt eine Katze auf dem Arm. Hinten auf dem Bild stand: Für ein besseres Morgen. Anja, Mai 2018. Das Notizbuch war ihr Tagebuch. Und jede Seite las sich wie ein stiller Schrei. Sie schrieb von ihren Ängsten, von der zunehmenden Kontrolle durch Leon, von der Einsamkeit. Immer wieder tauchten Sätze auf wie: Er sagt, ich darf niemandem erzählen, wie es bei uns ist. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, wenn ich ständig um Erlaubnis fragen muss. Ich habe Angst, dass er eines Tages nicht mehr nur schreit. Dann kam der Eintrag vom 3. Juni 2018. Ein letzter, zitternd geschriebener Absatz. Heute Nacht hat er wieder getrunken. Ich habe ihn beim Graben gehört. Direkt in der Wand beim Wohnzimmer. Er hat gesagt, er baut ein Regal. Aber ich glaube ihm nicht. Wenn mir etwas passiert, schaut in die Wand. Er wird sagen, ich sei gegangen. Aber ich bin noch hier. Markus las den Eintrag laut vor, während Elena schweigend dastehen blieb. Ihre Hände zitterten. Es war, als hätte Anja aus der Vergangenheit heraus einen letzten Versuch unternommen, gehört zu werden. Und jetzt, nach 7 langen Jahren, hatte endlich jemand zugehört. Die Polizei nahm das Tagebuch als Beweismittel auf. Und was darin stand, sollte entscheidend sein für das, was nun folgte. Mit dem Tagebuch in der Hand und dem Fund der Leiche als Beweis war der Fall nun kein Rätsel mehr, sondern ein Mordfall. Und der mutmaßliche Täter, Leon Martens, der Mann, der 7 Jahre lang in Freiheit gelebt hatte, als wäre nichts geschehen. Die Ermittler in Berlin arbeiteten fieberhaft mit den Behörden in Sachsen zusammen, wo Leon zuletzt unter dem Namen Lars Möller gemeldet war. Eine neue Identität, ein neuer Wohnort, ein ruhiger Job in einer kleinen Schreinerei am Rand von Dresden. Er war nicht auffällig, bezahlte seine Steuern und niemand kannte sein altes Leben. Doch die Wahrheit holt jeden ein, früher oder später. Am Morgen des 28. Oktober wurde er in seiner Werkstatt verhaftet. Die Polizei betrat das Gelände ruhig, ohne Sirenen, ohne Aufsehen. Leon sah überrascht auf, versuchte zu protestieren, doch als man ihm das Tagebuch vorlegte, mit Anjas Handschrift, ihrem Namen, dem Satz, schaut in die Wand,
da fiel sein Blick leer. Zum ersten Mal in Jahren hatte er keine Worte mehr. In den Verhören schwieg er zunächst, stundenlang. Kein Widerspruch, kein Eingeständnis. Doch nach 12 Stunden, als er mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass man nicht nur Anjas Leiche, sondern auch Spuren seiner DNA an der Innenseite der Wandverkleidung gefunden hatte, brach etwas in ihm. Er flüsterte nur: Es war ein Unfall. Sie hat mich provoziert, ich habe sie gestoßen, sie fiel. Ich wollte nicht, dass es rauskommt. Aber es war kein Unfall. Nicht, wenn man eine Leiche in Plastik wickelt, eine Wand neu aufmauert, das Haus verkauft und 7 Jahre schweigt. Leon Martens wurde wegen Totschlags mit besonderer Heimtücke angeklagt und später zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Doch obwohl die Gerechtigkeit endlich siegte, blieb etwas in der Luft hängen. Eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten ließ. Wie konnte ein Mensch so lange verschwinden, ohne dass es jemandem auffiel? Was Leon Martens schließlich in vollem Umfang gestand, ließ selbst die erfahrensten Ermittler für einen Moment verstummen. Er berichtete, dass es in der Nacht des 4. Juni 2018 zu einem heftigen Streit gekommen war. Anja habe gedroht, ihn zu verlassen. Diesmal wirklich. Sie habe gesagt, sie werde zur Polizei gehen, dass sie Beweise habe, ein Tagebuch. Leon, wütend und außer Kontrolle, habe sie im Affekt gestoßen. Anja sei rückwärts gefallen, mit dem Hinterkopf gegen die Kante des Wohnzimmertisches. Als er sich über sie beugte, atmete sie nicht mehr. Ich bin in Panik geraten, sagte er. Es war wie ein Film. Ich konnte nichts fühlen, nur Angst. Anstatt Hilfe zu rufen, entschied sich Leon für das Undenkbare. Er wickelte Anjas leblosen Körper in eine Plane, dann in einen großen Müllsack. Er versteckte sie zunächst im Keller. Dort blieb sie fast 2 Tage lang. Währenddessen überlegte er, wie er die Spuren beseitigen konnte. Dann kam ihm die Idee mit der Wand. Leon hatte früher als Maurer gearbeitet. Er kannte sich mit Baustoffen aus, wusste, wie man Mauerwerk so verändert, dass es von außen unauffällig bleibt. In einer Nacht- und Nebelaktion riss er einen Teil der Wohnzimmerwand auf, schob den Körper hinein, mitsamt Sack, und mauerte alles wieder zu. Er benutzte frischen Zement, den er im Baumarkt gekauft hatte, strich sorgfältig über die Fugen, um die alte Struktur zu imitieren. Anja war nun verschwunden, und die Wand sah aus, als wäre sie nie verändert worden. Er verkaufte das Haus wenige Monate später, zog weg, änderte seinen Namen. Und während die Jahre vergingen, sprach er nie wieder von ihr. Nicht mit Freunden, nicht mit Familie, nicht mit sich selbst. Als hätte es sie nie gegeben. Aber das Haus hatte sie nicht vergessen. Und irgendwann begann es zu ersprechen. Mit dem fauligen Geruch, mit dem kalten Flüstern zwischen den Ziegeln. Es war nicht Leon, der bereute. Es war das Haus, das sich erinnerte. Der Fall Anja Keller wurde offiziell abgeschlossen. Die Presse schrieb von der Leiche in der Wand, Talkshows diskutierten über häusliche Gewalt, über die dunklen Seiten der Nachbarschaft, die man nie sieht. Das Haus der Familie Weber wurde geräumt. Sie konnten dort nicht mehr leben. Nicht nach dem, was geschehen war. Nicht nach dem, was sie entdeckt hatten. Das Wohnzimmer, der Ort, an dem sie ihre Abende verbracht hatten, an dem Mia gespielt hatte, an dem sie gelacht und gehofft hatten, war nie nur ein Raum. Es war ein Grab gewesen. Eine stille Gruft aus Ziegeln, Verdrängung und menschlicher Grausamkeit. Elena sagte später in einem Interview: Ich habe immer geglaubt, dass Häuser Erinnerungen speichern, aber ich wusste nicht, dass sie auch schreien können. Der Fall hinterließ nicht nur juristische Spuren, sondern emotionale. Die Familie zerbrach beinahe daran. Und doch waren sie es, die Anja nach all den Jahren eine Stimme zurückgegeben hatten. Nicht durch Technologie, nicht durch Ermittler, sondern durch Intuition, Aufmerksamkeit und den Mut hinzusehen, wo andere weggeschaut hatten. Und während der Fall abgeschlossen ist, bleibt eine Frage im Raum. Leise, aber eindringlich. Wie viele Wände in wie vielen Häusern verbergen noch solche Geheimnisse? Wie viele Verschwundene bleiben ungehört, unentdeckt, weil niemand den Mut hat zu glauben, dass hinter Mauern mehr sein kann als nur Stein? Ein Geruch, ein Schatten, ein leises Kratzen in der Nacht. Und vielleicht erzählt auch deine Wand eine Geschichte, die noch keiner hören wollte.